Der Kaffee ist fertig. Der Kaffee war alle, ist ja wieder aufgefüllt. Aber ich habe hier dieses tolle Papier natürlich. Und ich überlege gerade, wofür ich das nehme. Ob ich es überhaupt nehme, ob ich es hier knülle und in die Masse nachher reindrücke. Es duftet auf jeden Fall schon mal schön. Und ja, ich fange einfach an. Ich habe hier meine Spachtelmasse mir angemischt. Und ja, ich mag die total gerne. Die fühlt sich auch immer gut an. Kann man so ein bisschen matschen und formen. Und ich brauche auch erstmal was mich hier ablenkt. Ich probiere jetzt erstmal aus, wie gut ich die gemischt habe, hier die Masse. Und spiele hier mal so ein bisschen rum. Ganz schön lange mit der Masse arbeiten und auch einfach wieder was Neues formen. Hier ergibt sich doch gerade ein Herz. Mache ich heute was mit Herz? Nein, gar keinen Fall. Nee, ich suche. Ich weiß nicht, was mich anspricht. Deswegen, ein Herz wird es nicht. Nein. Ach, guck mal hier. Hier ist doch ein Gesicht. Ja, deswegen mache ich das. Ich suche nach irgendwas, was mich anspricht. Ja, nee, ich weiß es nicht. Nehme ich das jetzt? Ich habe es mir hier einfach hingelegt. Ich weiß wirklich überhaupt nicht, was ich machen will. Ich habe auch gerade gar kein Gefühl. Ja, ich klebe das hier mal drauf. Vielleicht inspiriert mich das irgendwie irgendwann. Ich klebe das mal mit dem Spachtel hier drauf. Es war auch einfach schön, immer nicht zu überlegen, was will ich jetzt hier machen, was will ich hier sagen, keine Ahnung. Ist jetzt trocken und funkelt. Ich habe jetzt hier mir Farben angemischt, einen schönen Schlammton erstmal. Ich will mich erstmal erden, glaube ich, will jetzt ankommen hier auf der Fläche. Und eben war ich noch so nirgendwo, auf jeden Fall nicht bei mir. Ein schöner Kontrast, hier die Farbe zu dem Gold. Ein schöner Braunton, dann kann ich hier ein paar Linien reinziehen. Mal gucken, ob das irgendwas zu mir sagt. Ja, Wellen, ein bisschen Grund, ein Malgrund oder ein Farbgrund oder ein Meeresgrund. Ich weiß gerade nicht, aber fühlt sich gut an. Ich mag den Farbton. Hand lässt sich die Farbe hier auf jeden Fall sehr schön verteilen und ja auch so weich verstreichen, ein bisschen in die Struktur reinziehen. Ja, hier ist noch so ein schöner Farbton, den streue ich hier mal drauf, den mag ich auch voll gerne. Hier dieses Blau, ja, das ist doch richtig schön. Muss man auch wieder genießen hier. So schön. Was mache ich nur damit? Sieht so toll aus. Aber es nützt ja nichts. Ich mache mal weiter. Ich verstreiche das erstmal. Mal gucken. Guck mal, hier entstehen noch schon so schöne weitere Farbtöne. Fühlt sich gut an. Wieder mal. Dann nehmen wir doch nochmal. Das ist natürlich auch ein mega Kombi hier. Ja, es inspiriert mich auf jeden Fall total. Ich mag das. Ja, verstreiche ich hier mal vorsichtig. Ich nehme auch einfach die Hand, guck erstmal,
hier so langsam, wie sich das hier färbt. Ja, die Farben jetzt hier finde ich ganz gut. Mit dem Palettenmesser kann man dann noch mal ein bisschen doller arbeiten. So schöne Farben hier. So so, jetzt löse ich mich mal noch mal ein bisschen, weil ich mag die Farben da so gerne. Die sind so schön. Beruhigen einen auch, also mich. Ja, komm her. Komm her, du. Dich habe ich gesucht. Das ist jetzt, glaube ich, genau richtig. Ich kann jetzt auch noch mal so schön hier in die Struktur reinziehen. Und das ist ja immer so das Schöne überhaupt an den Strukturarbeiten, dass du da einfach schon was hast und das erleichtert dir auch das Verarbeiten der Farbe. Der Pinsel muss noch mal her. Kann ich hier noch mal ein bisschen besser die Farbe verstreichen. Ja, ich taste mich hier so langsam weiter. Ich habe ja Zeit, ne? Die Leinwand ist ja da. Die läuft hier jetzt nicht weg. Und die Farbe ist auch schön zum Verarbeiten. Die Farben sprechen mich auf jeden Fall sehr an. Komisch. Ja, auf jeden Fall dreh die Leinwand auch immer mal, damit du da entspannt weiterarbeiten kannst. Das funkelt doch schon so richtig. Jetzt nehme ich hier nochmal ein Zauberblau. Ein magisches Blau. Ich glaube, das ist besser. Ich habe gerade nach einem Wort gesucht, aber das Blau ist einfach ja, magisch. Ich würde mal sagen, gut, dass ich einfach gemacht habe und die Masse einfach aufgetragen habe. Auch das mit dem Gold, das passt. Den Farbton hier, den finde ich ganz gut. Den nehme ich nochmal hier drauf. Draufschmeißen, ruhig erst vorsichtig, aber du kannst ruhig immer wieder ausprobieren. Schmeiß ein bisschen die Farbe, gieß ein bisschen Farbe drauf, verdünn die ein bisschen, wenn es nicht so läuft. Malerei ist das halt möglich, ne? Wenn es nicht läuft, gibst du ein bisschen Wasser dazu und schon fließen die Gedanken ja auch weiter. Das ist es ja auch. Farbe ist in Bewegung, der Geist ist in Bewegung, man selber bewegt sich. Hat schon so viel für sich, die Malerei. Also mein Anliegen, hallo, sieh mal, wie schön das sein kann. Ja, ich wollte jetzt gerade die Pinsel sauber machen und dann habe ich mir ganz viele Farben hingestellt, ganz viel Grüntöne und Türkis und ja, jetzt habe ich gerade überlegt, haue ich nochmal Türkis drauf, aber ich glaube nicht, ne? Aber es hält mich irgendwie. Türkis ist auch so schön. Vielleicht so ein ganz bisschen nur, so mini. So, alles weggeräumt. Und hier liegt es und kann funkeln.
fast vergessen den Rahmen natürlich. Sieht ja auch immer noch mal tatsächlich anders aus. Ja, ich war so müde und so eigentlich total destruktiv und habe trotzdem weitergemacht. Und das war auch gut so. Und ich wusste überhaupt nicht, was ich machen soll. So völlig ohne Gefühl. Und dann habe ich trotzdem weitergemacht. Und das machst du jetzt auch. Einfach machen, egal was. Schnapp dir deine Farben. Ja, los geht's. Vielen Dank für deinen Kommentar an dieser Stelle, ganz, ganz herzlich, denn das zeigt mir immer, geht noch anderen so. Also es ist ja oft so, dass ich hier irgendwas erzähle und wenn ihr nicht in die Kommentare was schreiben würdet, dann wüsste ich ja nicht, ob ich jetzt hier ins Leere spreche. Und so zeigst du mir eben, dir geht's auch so. Gut, okay, dann stehe ich hier gerade nicht so alleine da. Also ich denke schon, dass es vielen so geht und gerade wenn es so lange so dunkel ist, also mir geht es so, an dem Tag war ich überhaupt nicht gut drauf, ich war sehr destruktiv, alles war dunkel und dann trotzdem machen, trotzdem in deine Bewegung kommen und ich denke auch, wenn man dann erstmal anfängt und gerade in der Malerei, also die Malerei ist einfach ein tolles Werkzeug dafür, sich da auch aus solchen Situationen rauszuholen. Nämlich, wenn du dann erstmal was machst, dann passiert ja was und du bewegst dich. Bei mir war es in dem tatsächlich erst, als die Farbe floss, war es so, als die ersten Farbtöne da auf der Leinwand waren, habe ich gemerkt, jetzt spricht da was zu mir, ich komme langsam an, ich komme jetzt erst in so eine andere Stimmung rein und manchmal dauert es halt ein bisschen, aber trotzdem habe ich vorher gemacht, weil ich im Prinzip Vertrauen hatte in meinem Prozess und in meinem Tun. Und ich denke, das kann man entwickeln, aber es dauert vielleicht ein bisschen oder es sind halt immer die kleinen Schritte, Schritt für Schritt. Ja, also danke für dein Abo, danke, dass ich das hier so sagen kann und dass ihr mich hier unterstützt und den Kanal darüber eben auch formt. Also danke, mach's gut und hab einen ganz schönen Sonntag. Tschüss.